Lieber Krebs, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein November gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wichtig ist, ausschlaggebend oder aber auch, was am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Krebs im November. Oh, die Liebe, sie plagt. Das Planen. Druck. Innere Freiheit. Doch die Gefangenschaft in den Verpflichtungen und Zwängen so wahrgenommen. Der November wird intens, lieber Krebs, für uns alle. Der Oktober hat dich herausgefordert, anzuwenden, was du gelernt hast, in deiner Mitte zu bleiben. Der November stellt dich vor neue Herausforderungen. Doch du schaffst das. Es ist wichtig, die Stimme deines Herzens vom Ego unterscheiden zu können. Auf irgendetwas basierend möchtest du auf deinen Vorteil hinaus, wo du doch so gutmütig bist, sensibel. Da bellt selbst der Hund draußen. Tja, lieber Krebs, du bist ein bisschen in der Zwickmühle im November, denn du möchtest etwas nicht aufgeben, doch andererseits möchtest du das andere unbedingt. Finden wir einen Kompromiss? Auch wirst du auf ein Geheimnis stoßen. Die Antwort wird dir gleich maximal 2-3 Tage später geliefert. Ja, die Liebe, Zweisamkeit. Nur 2 Themenkarten, diese haben es aber in sich, lieber Krebs. Bring es auf den Punkt, entscheide dich. What do you want from life? Das, was du vom Leben willst, kannst nur du dir selbst geben. Das kann dir kein anderer geben. So, richte dich aus, orientiere dich. Let's go. Endlich dachtest du, angekommen zu sein, doch die Stimme in dir wird immer lauter. Es muss mehr geben, da muss mehr dahinter sein. Ja oder nein? Ich würde sagen, der November ist für dich ein Monat des Rückzugs, aber des fruchtvollen, nicht furchtvollen, fruchtvollen Rückzugs. Aus diesem Rückzug wirst du erkenntnisreich hervorgehen. Du wirst, ich denke, ein Ja-Wort aussprechen. Weihnachten irgendwie ausschlaggebend. Die Hauptenergie, die dich begleitet im November. Die Hauptenergie für den Krebs, bitte. Ja, diese hatte, ich weiß nicht mehr wer, aber sie kam. Jungfrau oder Stier, ich weiß es nicht mehr. Kann mich aber auch täuschen. Wünsche werden wahr. Das Licht, es zeigt dir den Weg. Du bringst es auf den Punkt. Doch damit Wünsche wahr werden, müssen wir aktiv werden, müssen in die Handlung kommen. Du hast alle Tools dazu. Der Polarstern, der hellste Stern am Firmament, weist dir den Weg.
was auch immer das für dich bedeuten möchte. Eine Wünschelrute ausschlaggebend. Olivenzweige und Zweige mit roten Beeren dran. Sie sagen, der Bär, das Tier, der Bär kommt auf dich zu. Was auch immer das bedeuten möchte, du wirst es schon wissen. Gut, gehen wir ins Detail. Gut möglich auch, dass du mit einem Wassermann verbunden bist. Eine ganz wichtige Antwort, ein Input bekommst du sogar durch einen Wassermann, lieber Krebs, der dich dazu ermuntert, nur zu. Nimm dein Leben in die Hand, lass hinter dir das Ungewisse. Doch bevor du aufbrichst und Ja sagst, musst du dir 100%ig sicher sein. Die innere Stimme, die mit dem Ego kämpft, die Zweifel, sie müssen schweigen. Ansonsten ist es nicht der richtige Zeitpunkt, aufzubrechen. Ganz wichtig, ein ganz wichtiger Indiz für dich. Du hast Angst davor, wenn du Ja sagst, dass du etwas kaputt machst, dass etwas nicht mehr so gut ist, wie du es gewohnt bist. Doch, lieber Krebs, was ist, wenn es noch besser wird? Manch einer von euch wird sich dazu entscheiden, auszuziehen, umzuziehen. Auch in andere Länder, nicht nur ums Straßeneck. Du, der du so gefühlvoll bist, mitfühlend. Lass dich nicht von einer Waage irritieren, wenn sie dir sagt, ach, halt doch die Klappe. Tu das, was ich sage. Vor allem, wenn die Waage jemand ist, der dich schon sehr lange begleitet. Die Waage meint es gut mit dir, doch die Waage projiziert auf dich die eigenen Erfahrungen. Dort, wo du Ratschlag suchst, wähle weise. Es sollte eine Person sein, die das Beste für dich will. Du zweifelst zu sehr. Warum? Wie gesagt, wenn du nicht voller Überzeugung Ja sagen kannst, dann ist es besser, dass du noch wartest. Haushalte mit deinen Energien. Du wirst sie noch gegen Ende des Jahres brauchen. Und gut möglich, dass du Abschied nehmen musst von einem Freund, einer Freundin aus Kindheitstagen. Dieser Abschied muss nicht immer der Tod sein. Es kann auch schlichtweg ein Auf Nimmerwiedersehen sein, weil dieser Freund, diese Freundin sehr, sehr weit wegzieht. Doch Gott sei Dank gibt es heutzutage Social Media. Aber es ist natürlich ganz was anderes, ob du jemanden gegenüber hast oder nur im Netz siehst und hörst. Für diejenigen, die Altlasten haben, aus der Jugend, aus jüngster Vergangenheit, diese kommen noch einmal auf den Tisch, sie wühlen dich auf. Es wird entschieden.
Der November wird dich insofern herausfordern, lieber Krebs, dass du selbst bemerken wirst, dass du entscheidungsmäßig herausgefordert wirst. Zu was committest du? Im November trennt sich die Spreu vom Weizen. Dort werden wir alle und du selbst vor allem erkennen, bist du im Positiven in der Fülle oder im Negativen im Mangeldenken. Es geschieht, was du denkst. Denk dran. Dort, wo du deinen Fokus hingibst, das wird kommen. Das Urteil, das gefällt wird, gut möglich von irgendwem, total unwichtig, triggert dich so dermaßen, dass all deine Mühen und Arbeiten an dir selbst, an der Überzeugung, ja, ich weiß, dass ich das Richtige tue, dass sie dich abbremsen. Warum, lieber Krebs? Ich rede mir den Mund fusselig seit mindestens über einem Jahr, dass man sich vom Außen nicht berühren lassen sollte. Keine einfache Übung, nein, nein, doch gleich so, dass du alle Pläne und Zelte abbrichst. Wo du doch so positiv warst. Was ist los? Ah, ja, die Verpflichtungen. Doch, welche Verpflichtung ist so groß, auf dass du darauf verzichtest, zu deinem höchsten Wohl, dich selbst zu verwirklichen? Es muss schon eine sehr große Verpflichtung sein. Du fühlst dich betrogen, du fühlst dich übergangen. Ja, kein Wunder, du hast ja auch nicht selbst entschieden, du hast für dich entscheiden lassen. Aber Gott sei Dank, das Universum zeigt dir den Ausweg im November. Wir machen weiter im Extended. Und wenn es bei dir an der Tür klingelt, geh hin, es lohnt sich. Bis gleich, ich freue mich. Ciao.